Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Life is Strange Double Exposure Kapitel 3 diesmal endlich. Zur freudigen Was ziehen wir an Wahl. Nein. Warum hat sie einen Stein? Oh, ein Bomber. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, Leute. Oh mein Gott, sie ist tot. Ah, ich weiß nicht. Okay, wir gucken alles draußen an, aber ich glaube, das sind immer die gleichen Klamotten. Ich weiß nicht, was ich anziehen soll. Ich bin ehrlich, ich fühle es alles nicht. Also, nee, das kann ich nicht ernst nehmen. Das können wir beim zweiten Mal machen. Das kann ich auch nicht ernst nehmen. Ich meine, das ist noch relativ normal, oder? Ich meine, nehmen wir den Stein. Kommt, lasst uns den Stein nehmen. Und damit Abfahrt. Kapitel 3, Verdrehung. Oh, how is it already morning? This makes about as much sense as it did last night. Let's take a look at the evidence for the cajillionth time. I've gotta be missing something. No matter what that photo of me suggests, there's no way I shot Safi. Dann möchte ich natürlich als erstes rausfinden, was auf Gwens USB-Stick ist. Wenn ich mir schon alles mit ihr verdorben habe. Maybe that photo of me has a clue I'm missing. Aber wenn ich mir schon alles mit Gwen verdorben habe, dann will ich wenigstens wissen, was drauf ist. Sorry, Gwen. If there's something useful on this, maybe you'll thank me later. Hold on. She's looking right at the camera, like she knows it's there. Does she want to get caught? Or is this another doppelganger? No matter what that photo of me suggests, there's no way I shot Safi. I read the beginning. It's annoyingly good. Unfortunately, Lucas didn't include an evidence that I killed Safi chapter. Restraining Order Lucas said Safi once threatened to turn his son against him. That certainly implies some bad blood in their past. But that Lucas was scared of Safi, not out for revenge. None of this is conclusive enough. Moses, when this is all over, I'll play as many games of Mana Massive as you want. I swear. Hättest du das mal früher gemacht? Why on earth did Gwen cancel Safi's book deal? Didn't she help her to get it in the first place? Aber das war ja das, was wir eh schon gelesen haben, richtig? Ich glaube ja. Dann. Before Safi died, Gwen got her book canceled. And I still don't know why. But that doesn't mean she killed Safi. Plus, Dead World Gwen seems genuinely torn up over her death. Yeah, the Gwen theory has some holes. Wieso nennt sie es ursprüngliche Welt, wenn sie es im Englischen Death World nennt? Naja.
need to... Whoever did this had to go to so much trouble. Vin definitely knows more about the cow skull than he's letting on. Plus, there was that photo of him and Safi canoodling. But what does that even mean? Is that me? Did I go back in time and do that? It doesn't make any sense. And I would never hurt Safi. Not on purpose. That isn't me. It can't be. Maybe if I go object by object, an answer will jump out at me? Coffee. Coffee is friend. Get coffee now. Kaffee. Oh, ich will den Muffin. Gib mir den No Muffin. matter how much I stare at you, you refuse to make sense. Moses? Hello, Miss Caulfield. Oh, fuck. Can I come in? The photo. If he sees that... I have some questions for you. Of course. I can answer your questions right here. I knew you'd be a valuable resource. There are just a few details I'm struggling to make sense of. Go ahead. Arcadia Bay, where you went to high school, right? Yes? A beautiful town with a surprisingly violent story to tell. Not unlike... Arcadia Bay and Safi are not connected. a whole town wiped out by a freak storm. What do you think, Miss Caulfield? Are you the one who's unlucky, or is it just everyone who ever meets you? Also, ich muss ja jetzt nicht gleich ausfallend werden. Er hat ja noch nicht direkt gesagt, dass er denkt, dass ich also Dreck am Stecken habe. Es ist ja nur angedeutet. Das heißt, ich werde jetzt erstmal sagen, ich bin ein Pechvogel. Just my shit luck, I guess. Oh, hard life, isn't it? Detective, I'm not answering any more of his questions. What the fuck happened to the telescope, Maxine? Sir, beruhigen Sie sich bitte. Bitte beruhigen Sie sich. Moses and I put it together the day after Safi died, so we didn't have to be alone. It's a cute story, but it's bullshit. I don't know what you want me to say. All right, enough. We're not getting anywhere. This case has been abnormal from the beginning. None of the evidence makes any sense. At least that's something we can agree on. But I know why now. Somehow, all this death leads to you. That's not true. Was ist denn das für ein Psycho? Hä? He saw it. He saw the photo. Stupid Max. Stupid, stupid. What the hell do I do now?
None of this makes any sense. What happened that night? Why the fuck am I in this picture? The old me would have just jumped back in time to the moment this photo was taken. Maybe I still could. Warte mal, Oh, wir können jetzt aber nicht in der Zeit springen und wir haben Parallelwelten. Das macht ihr doch nicht, oder? Warte mal, was? Was bitte? Warte, Gott, ich kann das nicht. Oh, ja. Oh mein Gott, ich bin so gut. So that's what it feels like to capture the perfect photo. No. Feels good. Final. Safi. It's here too. But there wasn't a storm the day Safi died. Maybe we are cursed. You, me, and Maya. Oh, Maya. Also, ich weiß, wer Maya ist, aber ich frage einfach mal nach. Safi, wait. Who is Maya? What was she talking about? Stop stalling, Max. Wie beende ich das? Tell me how to stop this. What do I have to do? Pull the trigger. What? No, that wasn't enough time. Come on. If I can just... Fuck! Moses, you were right. I don't know how, but you were. I have to tell him. Everything. Ich schulde dir eine Erklärung.
Oder so viel von einer, wie ich sie habe. Triffst du mich am Aussichtspunkt? Wirklich, Max? Dort? Ich weiß, es macht keinen Sinn. Ich tue mein Bestes. Bitte. Na gut. Danke. Okay, wir haben echt nicht viel neue Sachen bekommen. Ich wollte eigentlich hier hin. Ich habe die ganze Nacht nichts getan, als diese hässliche Decke anzustarren. Im ganzen Haus ist niemand außer mir wach. Ich bin wach. Komm vorbei, wenn du willst. Es ist zu kalt, um das Haus zu verlassen. Deswegen solltest du jemanden aus dem Abraxas-Haus schmeißen und mich einziehen lassen. Du musst das verschissene Vermont verlassen, Alter. Du kannst jederzeit woanders hinziehen. Auf den Scheiß habe ich jetzt echt keine Lust. Diamond geht mir echt auf den Piss, wirklich. Die ist so... Oh. Und sie denkt, sie wäre die Gute. Oh. Alderman bringt wundervolle Kunst hervor, doch was sie als Geschmack bezeichnen, ist nur eine Ausrede, um zu entscheiden, was als ordinär und was als außergewöhnlich angesehen wird. Was, wenn wir beides abschaffen und Kunst einfach Kunst sein lassen? Wird nicht passieren. Hierarchie und Geld gehen Hand in Hand. Jemand muss eins reingewirkt bekommen. Nicht wahr? Leute sollten mögen können, was sie mögen, ohne Verurteilung. Das sollten sie, werden sie aber nicht. Okay. Klausuren wurden verschoben, aber die ST ist nach wie vor geöffnet, falls irgendwer spät Abend Kaffee oder Gesellschaft braucht. Oh. 3 Tage und keine Info zu Safis Tod von Kapitel oder der Polizei, abgesehen von einem Gerücht über einen Detective Alderman plus Hinweis auf den Täter. Oh Gott. Wir trauern alle unterschiedlich, aber wenn jemand, der mir etwas bedeutet, stirbt, würde ich wesentlich mehr tun, als vertrocknete schwarze Rosen zu verteilen. Oh, nee, wirklich, also ich dachte ja wirklich, Loretta ist mein Hasscharakter, aber ich glaube, es ist Diamond, weil Loretta war ja nett am Ende. Das hatten wir doch schon, oder? Hä? Also, ach so, jetzt. Meine Rede für die Burlington Buchexpo dieses Jahr lautet, den ersten Entwurf überstehen und wird besonders für Autorenanfänger nützlich sein. Scharlatan. LMAO. Jemand hat mich mal gefragt, warum ich Zahlen mag. Die Wahrheit ist, dass Zahlen keine Emotionen haben. Deshalb sind sie leichter zu verstehen. Sie existieren einfach. Oh Schatz, leichter zu verstehen ist nicht automatisch besser. Und was du gerade durchmachst, ist normal, auch wenn es schmerzhaft ist. Du sprichst wie jemand, dem noch nie eine irrationale Zahl begegnet ist. Ich mache Witze, aber hoffentlich hat dir das ein Lächeln entlockt. Okay. Notizen. Ich weiß gar nicht, was ist daran neu? Moses hat das Foto von mir gesehen. Er glaubt, ich hätte Safi getötet. Max hat eine Knarre. Max hat eine Knarre, schön. Ich habe in die Vergangenheit zurückgespult und hielt eine Pistole. Ich muss es Moses erzählen. Damit kann ich nicht alleine fertig werden. Okay. Moses is waiting for me up there. Hopefully. Okay, gehen wir einfach. Moses am Tatort treffen, sehr gut. Okay. Ich muss erstmal wieder in die Steuerung gerade reinkommen. Ist immerhin schon 2 Wochen her oder so. Okay, hier kann ich switchen. I have to do this. I have to go back up there. Okay, gehen wir erstmal lebendig da hoch. Warte mal. Some of that was definitely directed at me. Das funktioniert beim Flirten für mich immer. Erstens Hände vergleichen. Hände sind heiß. Zweitens Händchen halten. Drittens Händchen halten plus tanzen. Sich aneinander reiben. Darauf fällt doch kein Mensch rein. Ich find's niedlich. Liegt alles an den Tattoos, denn du hast absolut keine Ahnung, was du da draußen veranstaltest. Da stimmt dir eindeutig nicht jeder zu. Sehr überraschend, dass Dr. Hunter von Kapitel beurlaubt wurde. Irgendetwas stimmt hier nicht. Schmalzige Anerkennung an meine Schwester, die Geburtstagsausgabe. Als Ashley noch klein war, konnte sie Melissas Namen nicht aussprechen und nannte sie immer Messer.
Das ist hängen geblieben. Etwas zu sehr. Messer war eine Zukunftsvorhersage, kein Kosename, denn sie hat die schärfste Zunge überhaupt. Messer sagt gern, wer sonst soll unmögliche Leute zurechtstutzen? Passt das zum Sternzeichen Wassermann? Herzlichen Glückwunsch, du wunderschönes Messer. Du bist die Beste. Die einheimische Künstlerin im Blickpunkt diesen Monat, Tegan Thomas Solomon. Tegan ist eine Abenaki-Künstlerin aus Lakeport, die sich auf örtliche Landschaften in Aquarell konzentriert. Und an jene, die fragen, Tegan ist wunderbar, aber nein, wir sind nicht verwandt, nur weil ihr zweiter Name Thomas ist. Okay, Moses. Ich kann es kaum erwarten, dass die Klausuren vorbei sind. Dann mummel ich mich mit der These ein, die ich für die AAS-Konferenz nächstes Jahr vorbereitet. Wusste, mein Freund ist ein Nerd, aber es gibt Nerd und dann gibt es sich auf Hausaufgaben freuen. Ich hinke mit der Benotung hinterher, aber ich verspreche, eure Noten werden in den nächsten Tagen vergeben. Macht ihr keinen Kopf, geh feiern oder so. Sehr gut. Oh, Obi? Ich breche die Rücken heiliger Bücher. Ich breche die Rücken der Männer, die entscheiden. Okay. Alles okay, Safi? Das ruiniert die Stimmung. Okay. Hä, warum denn? Warte, ich wollte... Nee? Ja. So. Das hatten wir. Das hatten wir. Das hatten wir. 7. Dezember. Alderman weiß von meinen Kräften. Er ist hier ohne Einladung reingeplatzt und hat mir eine Heidenangst gemacht. Ich hätte seine Visitenkarte nie annehmen sollen. Das Schlimmste, er sah das Foto und lächelte mich an. Was zum Teufel? Er plant etwas, aber ich weiß nicht, was ich tun soll. Wie halte ich einen Kopf auf? Chloe, danach ist der seltsamste Scheiß passiert. Meine alten Kräfte sind zurück und ich sah, was mit Safi passiert ist. Ich war es wirklich. Ich weiß nicht wie, aber ich kann das nicht zulassen. Es kommt mir vor, als erreiche ich nichts, aber ich weiß nicht, wie ich das ändern soll. Doch, die Visitenkarte anzunehmen ist ganz normal. Okay, hier könnte ich wieder zurück, aber ich will nicht. Ich will erstmal... Oh, das ist so schön. Also es flimmert ein bisschen, aber ist ja egal. Boah. Ich wäre auch gern hier. Das ist so ein perfekter Ort hier. Also bis auf die Leichen. Max. One foot in front of the other. Also, wisst ihr, also bis auf die Geschehnisse ist es hier echt wunderschön. Aber wirklich wunderschön. So, dann gehen wir mal in die Todeswelt. I know Safi would have something poetic to say about this. If only. Warte, ich glaube, ich kann schon so ein bisschen... Obwohl, nee. Nee, vielleicht... Oh, es nervt mich so, dass ich nicht die Neigung ändern kann. So, Doppelbelichtung. Let's go. Fertig. If I didn't know what used to be here, I'd find this really beautiful. He's not here. Yet. Let's give him a few minutes. Maybe wait on the bench. Might as well gather my thoughts before Moses gets here. Stay the fuck away from me. What if he doesn't come? I couldn't blame him. I killed his best friend. What does that say about me? That I, any version of me, could do something like that? He's probably not coming.
Er wird kommen. Er wird kommen, ich schwöre. Moses? Du kommst doch, oder? Bitte? Okay, ich gebe auf. Diamond knows where I am and who I'm meeting. So don't do anything stupid. I deserved that. You wanted to talk. So talk. Tell me the truth. Tell me why you did it. Ich habe es noch nicht getan. Komm, der ist so ein Typ, das mag er. Der würde mit mir auch Zero Escape spielen. I don't think I've actually done it yet. I think it was a future version of me. Moses, wait! I asked you to come here so I could show you proof. Something is weird about this place. Look. These flowers. What are the odds they'd bloom in the middle of winter? Exactly in the shape of Safi's body? 5 minutes and then I leave. Okay. So, what if I told you there's this other timeline where Safi is alive and I can travel between this timeline and that one? 4 minutes. I know that it sounds insane. But I can show you. I'll hop from this timeline to the other. You'll see me, poof, disappear. Yeah, to some magical fantasy world where you didn't kill Safi, right? It's not a fantasy world. It's connected to this one. If I try to, I can even see the other one from here. Wait, you can see across them? And here, too. So if you disappear or whatever, and I do something while you're gone... I can tell you what it was when I come back. And then... you'll believe me? It'd be a start. Okay. Okay, deal. All right. There's a chance Moses will believe me. First, I gotta hop over to the other timeline. Das war so klar, dass er mir glaubt. Now to see what Moses is up to on the other side. Ja. Shit. I think Moses is too stunned to do anything. Let me jump back over to make sure I didn't break him. I shouldn't leave yet. Ja, ich wollte da... Shit. I think Moses is too stunned to do anything. Let me jump back over to make sure I didn't break him. Ja, aber warte kurz, ich habe neue Nachrichten. Jo, Max, ein Schuss ins Blaue, aber hast du zufällig eine Ahnung, was mit meinem Teleskop passiert ist? Fehlerhafte Teile? Das sehr schwere, sehr teure Teleskop, das ich fast fertig zusammengebaut hatte. Ich ging für ein paar Minuten weg. Als ich zurückkam, war es nicht länger fast zusammengebaut. Vielleicht haben sie dir ein schlechtes Teleskop geschickt und es hat sich selbst auseinandergebaut? Falls so etwas möglich wäre, wäre es auf dem gleichen Niveau wie das Wunder der Physik, das zu der jetzigen Situation geführt hat. Was hat Isaac Newton dazu zu sagen? Leider wäre er so ahnungslos wie ich. Schön. Vergesst nicht, mir morgen in der Snapping Turtle die Meinung zu sagen. Ich durfte einen Blick auf die Witze werfen und sie sind Poesie. Dafür bekomme ich keinen Summa Cum Laude, aber ich glaube, ich habe meine BWL-Klausur so gerade eben bestanden. Gott sei Dank.
Gestern habe ich eine Gruppe Caledon-Studenten interviewt, die sagten, dass am Aussichtspunkt ein Schwarm Eulen auf sie zugeflogen kam. Ein Schwarm, der urplötzlich verschwand. Hat irgendwer etwas Ähnliches erlebt? Okay. Hallo? Danke. Max? Holy shit. Holy shit. Holy shit. I'm sorry if I upset you. Upset me? Are you kidding? You did something physics says should be impossible. Is impossible. So you believe me? Yes. And no. You disappeared. Max, literally. I completely forgot to do anything. Okay. Let's try it again. Ready when you are. Ich bin immer bereit. Ich wurde bereit geboren. Okay. Let's try this again. Psychic storm. Maschinenengel, Seelensturm? Okay, klar. Klar. What did I do when you were away? Du musst schon das dazu sagen. And then you said, Ey, das ist aber fies, dass sie überall Maschinenengel... Maschinenengel, Seelensturm! Machine Angel Psychic Storm. Yep. That's what I did. Wow. I mean... Yeah. Near as I can tell, Safi's death is where the timelines split. I think her absence is the only difference between the two. I guess that could be a big enough event to lead to... You okay? So Safi's alive over there, huh? She is. And she's... Don't say happy. We both know that would be a lie. You're right. When you see her again, can you give her something for me? The bottle cap? How did you... I picked it up off the ground outside the observatory. When you give that to her, tell her to stay safe, Max. Make her swear to it. Was, wenn sie es nicht kann? But what if... That's why I wanted to talk to you. I need your help. I thought I could protect Safi, but... When I was a teenager, I could... rewind time. Just... raise my hand and undo everything that had just been done. Okay? And if I had a photo, I could go back even farther. Wait. Could. Past tense? Yeah. Turns out when you try to change the past, you don't actually fix anything. Sure. But what if the best way to fix things isn't changing your past, but rather changing your present? How dare you bring logic to my pity party? The point is, I stopped using it, and now it barely works. Okay, but there's a photo of you from that night with a gun. You're saying that could be
A future you? Even though you can't do that anymore? This morning I tried rewinding into that photo. It felt like trying to flex an atrophied muscle. Nothing made sense. But I was there, in the past. Safi mentioned Maya, and oh God, the storm. Max? Look, there's a timeline where, for some reason, I shot Safi. This one. And there's a timeline where I didn't. I feel like, intentionally or not, these two worlds exist because of a decision I'm going to have to make. Holy shit. Moses, I've been here before. When I could rewind, it broke time. People got hurt. I can't let what happened in Arcadia Bay happen here too. Oh, shit. Okay. First look at the crime scene is inconclusive. I'll need some further insight into Miss Llewellyn Fayette's mental state. Not to call a shot prematurely, but if this isn't suicide, I'd put money on a Mr. Moses Murphy, friend of the deceased, being the perp. I need to introduce myself to Mr. Murphy. He's talking like he hasn't already met you. Like he's... Alderman from yesterday. An alderman that already happened? Max, this is really bad. Time isn't supposed to act this way. It appears something was removed from her person post-mortem. Maybe the camera her mother mentioned. We need to get the hell out of here. I fucking knew it. Returning to the scene of the crime? Amateur hour shit. How'd I let a couple of small-time fuck-ups like you get under my skin? You're not making any sense. You want to talk about sense? Nothing about you makes sense. Telescopes don't put themselves together. Evidence doesn't disappear. You're going to pay for what you've done, Maxine Caulfield. And I'm here to collect. Natürlich helfe ich ihm. Ich muss ihm helfen. Ich muss ihm helfen.
Max, you have to let go! No! Was zur Hölle? I could have saved him, Moses. I could have saved him. No, you couldn't have. Listen to me, Max. This place ate a man. Moses, your hair. I told you. There's always a cost. It started with Safi. Maybe if we can figure out why she died, then maybe we can prevent all of this. That's what I've been trying to do. The whole day I've been talking to people and spying on them and taking their stuff. Hey, Safi mentioned Maya, right? When you rewound? Right. What do you think Maya has to do with all this? No idea. Maya was before my time. But Gwen Hunter might know more than me. She was Safi's mentor during all that mess. Gwen. Gotta go talk to Gwen. Haha, die liebt mich ja so. Hehe. I'm still shaking. Alderman was, and then he just wasn't. And Moses and I were standing so close. But I'm here now. I'm here. I'm all right. Okay, talk to Gwen, see what she knows about Maya. And while I'm at it, I'd like to know why she killed Safi's book deal. Das ist eine gute Frage. So. Hey Max, ich weiß, es war ein ereignisreicher Morgen und ich verarbeite es noch, aber ich habe eine kurze Frage. Bekommst du meine Nachrichten in der anderen Zeitlinie? Ich versuche, das Ausmaß deiner Fähigkeiten vom Standpunkt der Physik aus zu verstehen. Nein. Es sieht nicht so aus, als würde ich dir erhalten. Nein. Okay, cool, das ist eine große Hilfe. Ich melde mich später, wenn ich etwas von dem, was vorhin passiert ist, verarbeitet habe. Oh mein Gott. Hilfe. Achso, das war schon davor. Und genau deswegen würde ich mir wünschen, dass da einfach, also diese typischen, wenn es der nächste Tag ist oder Uhrzeiten da dran stehen. Hallo Maxine, ich wollte nur sagen, dass ich die Freundschaft, die du und Moses mit Safia hatte, zu schätzen weiß. Obwohl sie ihr Leben auf diese Weise beendet hat, war das Leben, das sie hatte, durch euch so besonders, wie es kurz war. Was? Ich bin ein Sonnenzeichen. Cool. I'm a tired sun, sleepy moon, and exhausted rising. Ich bin ein Sonnenzeichen Border Collie, Mondzeichen Zimt, Hafermilch, Latte und Aszendent Wasserrutsche. Was? Okay. Safis erste öffentliche Lesung war auf der Buchexpo und wir haben ihr alle aus der Hand gefressen. Ihr war so viel mehr vorherbestimmt. Ich signierte WBTT für die Buchexpo und ein Fan bat mich, es Simon zu widmen. Ich sagte, wie der Autor? Und als ich hochsah, siehe da. Oh, wow, du bist so ein toller Typ. Moses ist die erste Person seit Jahren, der ich meine Kräfte gezeigt habe. Ich kann meine Gefühle nicht mal beschreiben. Ist das Erleichterung? Erst Safi, jetzt Alderman. Es sterben wieder Leute wegen mir. Moses glaubt, wir können rausfinden, was los ist. Ich bin so dankbar, dass er hier ist. Also nur schon mal vorsorglich. Wenn es jetzt die Wahl ist, zwischen alle anderen retten und Safi töten, dann werde ich Safi töten. Ja. Ich kann Moses das nicht antun. Also Moses kann ich nicht opfern. 7. Dezember. Was zum Teufel? Ich hätte Alderman retten können? Ich hätte ihn retten können, oder? Ich war so nah dran, wenn Moses nur nicht... Scheiße, Moses hat mein Leben gerettet. Er wusste nicht, was passieren würde. Keiner von uns tat das. Aber er hat es trotzdem gewagt. Es ist lange her, seit ich diejenige war, die von jemand anderem gerettet wurde. Wer weiß, was mit mir passiert wäre, wenn Moses nicht eingeschritten wäre.
Wir haben jetzt eine Verbindung, wie man sie nur durch eine Nahtoderfahrung bekommt. Gott, ich hoffe, es geht Moses gut. Bitte mach, dass es ihm gut geht. Ach du Schande. BK? Burger King. Warte mal. Also im Café, Lukas Büro und Verwaltung vor Yasmins Büro. Okay. Also bei Win. Okay, Café. Wir gehen erstmal zum Café. Bist du ein Foto? Nee, du bist kein Foto. Ich will jetzt einfach nur dieses Foto erstmal. Da. Release the Then Kraken. boom! The spaceship crashes right in the middle of a park, and this alien crawls out of the hatch. That seems like a lot of money for a student project. I'm only gonna shoot the trailer. I figure I can cut costs doing some old school practical effects. Seems like you've got a plan. Still very ambitious. Go big or go home, right? I'd been meaning to ask Diamond about her new movie. It's nice to see her so excited about something other than Moses. Lass den Kraken vom Haken. Naja, was sollten sie sonst machen, nicht wahr? Lo-fi ambient bellows to chill/study to. A classic. The Bellows from Below. Verschiedene Künstler wird jetzt abgespielt. Aha. I, for one, kind of like the paper straws. Was? Ja, niemand mag Papierstrohhalme. Danke. Ja, wir hassen Papierstrohhalme. Ja. Wir haben euch gehört und hören es auch weiterhin. Leider können wir diese, bis wir alle aufgebraucht haben, und wir haben eine Menge davon, nicht mit eurer bevorzugten Methode aus Plastik ersetzen. Warte, wir können wieder Plastikstrohhalme? Weil, also es gibt jetzt, das habe ich im Stream schon erzählt, also ich hasse Papierstrohhalme, weil die immer durchmatschen, ja? Das Wildeste, was ich hatte, war in einem Sausalitos ein Cocktail mit einer Macaroni oder so als Strohhalm. Ist auch durchgesabbert, aber ganz ehrlich, nicht so schlimm wie Papierstrohhalme. Aber jetzt habe ich welche, die sind innen weiß, außen schwarz. Und die sind sehr gut. Die findet man auf Amazon. Die gibt es in so Cocktaildingen und die reichen komplett aus, ja? Also die reichen für so normale Gläser. Und die gibt es aber auch in groß. Das sind die besten, weil die sabbern nicht so schnell durch. Wollte ich nur mal erwähnt haben. Okay. Okay, hier können wir wieder wechseln. Es ist halt so wild, dass ich einfach... Warum eigentlich hier auch? Dass ich so viel angucken kann und das in 2 Welten. My younger self might have thought this would make an edgy photo. Dann mach doch eins. If we can't sit on tables, where are the cool kids expected to sit? In chairs? Like a bunch of squares? Nee. So gelassen und cool es in Filmen und im Fernsehen auch wirkt. Wir müssen unsere Studenten leider bitten, im BK-Gebäude nicht auf den Tischen zu sitzen. Danke, die Angestellten. Okay. Also ich werde hier jetzt einfach nur... Wir werden durch nichts durchgehen. Außer wenn ich auf den Campushof darf. I need to talk to Gwen about Safi's book. Ich glaube, das ist ein Nein. She'd be in her office. Okay, in die Verwaltung. Warte mal. Kann ich in die Verwaltung? I need to talk Nein, to okay. Gwen about Safi's book. Hab verstanden. She'd be in her office. Ja, hab verstanden. Weil da gibt's ja ein Polaroid und ich habe Angst, dass ich es verpasse. Have fun. Bis morgen außer Haus auf der Burlington Buchexpo. Professor Colmenero. Da muss ich rein. Da muss ich rein. Audrey? I'm worried about Kim. So am I. None of my How many pets is Chester finding on the daily? Letzte Warnung. Falls ich noch ein einziges ungenehmigtes Haustier im Lions Wohnheim finde, melde ich es dem Dekan und euch wird ein Bußgeld aufgebrummt. Hausmeister Jester Jenkins. Last time we spoke, Kim said she didn't want to go out. I think she's depressed. Well, she told me she was busy. She's probably too focused on school. What she needs is a friend she can empathize with. Someone a bit more in alignment with her intellect. Someone who isn't droll with a stick up their ass. Funny.
Funny. I've got it. Let's send Kim a gift so she knows we're thinking about her. What's the humming about? Is receiving gifts truly her love language? I don't know. No wonder Kim's depressed. We don't even know her love language. Pull yourself together. We can't break down now. Kim needs us. You're right. Oh, roses. What if we sent her roses? Everyone likes that. A classic object of beauty. I think that would please her. But are roses too basic? I don't want Kim to think we chose low-hanging fruit. You're right. It has to be perfect. We should research the perfect flower to give her. Süß. Okay, ich muss wahrscheinlich in die andere Welt. This must be the professor Safi TA'd for. She mentioned he liked to tear this one kid down, but failing him is harsh. Professor Carlson, Assistenz feiert. Eine 2, 3 plus, 1, Martin Hart. Der fällt hart. 5, 3, 2 minus 3, 1 minus 4. Endgültige Noten bis zum Ende des Semesters in Paper Tray eingeben. Okay. Ja, ich glaube, ich muss in die andere Welt, um das zu machen. Naja. Machen wir das gleich mal. Guard your ankles. Snake missing? Vor allem Miesing. Schlange vermiest. Bitte komme in Leons Wohnheim vorbei, falls du sie findest. Daisy wird vermiest. Sie ist super lieb. Mitbewohner hat die Tür aufgelassen. Wow. Ich dachte, da darf man keine Haustiere haben? Naja, gut. Haha, jetzt weiß ich vielleicht auch, warum. Okay. Sharing your story isn't what I'd call it. Get a Clue mit Loretta Rice. Sucht nach Geschichten. Loretta arbeitet an einer Episode über die neulichen Ereignisse in Caledon. Falls du Safia feiert gekannt hast, melde dich und teile deine Geschichte. Ey. Naja, Taktgefühl ist halt nicht ihre Stärke, nicht wahr? Okay. Lasst uns einmal in die Todeswelt. Und dann ab dafür. So. In die Lebendwelt, Entschuldigung. Da komme ich auch nicht rein. Naja, vielleicht danach. Okay, dann gucken wir erstmal hier. Oh, wow. These are, extremely creepy. Sorry. Masken sind generell creepy. The art department really pushes for self-expression in every medium. I like that about Caledon. Caledon Universität, Kunst und Kultur, Herbstsemester. Aufgabe. Die Erstellung einer Maske, die sich nicht auf deine Familie oder Kultur bezieht, sondern nur auf dich als Individuum. Beachte, welche Teile deines Gesichts bedeckt und welche entblößt sein werden. Finalisten Membran von Elsie Shaw. Ach, Membran, Entschuldigung. Das ist ein Name. Binär von Celeste Marrow. Ein Elefant vergisst nie. Von Joshua Byers. Okay. Das hatten wir alles, das hatten wir alles, hatten wir alles, hatten wir alles, hatten wir alles. Oh. Tree. No caffeine? This week of all weeks? I predict outright revolt before the week is out. Es ist Klausurenwoche und leider ist uns das gute Zeug ausgegangen. Wir haben im Moment nur koffeinfreien Kaffee. Die Nachfrage war größer als erwartet, aber in ein paar Tagen sollten wir aufstocken können. Oh oh. Oh oh. Sugar and spices in my latte? Yes. Eggnog? No. Winter Spice Latte. Oh, geil. Ihre Weihnachten in deinem Herzen und feiere es. Eine Weihnachtsgeschichte. Neue Getränke der Saison. Wintergewürze-Latte, Chai-Latte mit Eierlikör, Pfefferkuchenlatte mit Zimt. Boah, Pfefferkuchenlatte mit Zimt klingt auch gut. Oh, ich mache mir nachher ein Chai-Latte. My dearest Annabelle, I write to you from the front lines to inform you that the war on Christmas has been lost. Frei religiöse Wintermusik. Verschiedene Künstler wird jetzt abgespielt.
Wird jetzt abgespielt, also now playing zu übersetzen. So, okay. Oh, hallo Loretta. Loretta's a hard worker. I'll give her that. I just wish she... Hey, Loretta. Oh. Oh, hi, Miss Caulfield. How are you? Have you talked to Reggie since yesterday? Reggie? Reggie Kagan? Business major Reggie? Crap! Wrong Loretta, Max. You know what? Ignore me. I am Lost in space. End of the semester, right? Yeah. Yeah, totally. Anyway, catch you later, Loretta. Sagst du was? Okay. Dann wissen wir, weil Loretta war ja auch so, dass sie irgendwie, also als ob sie was davon mitbekommen hätte. Das heißt, diese Loretta aber nicht. Also nur die Anderwelt Loretta. Die hier ist noch komplett normal. Professor's sitting on the table? Oh oh. Oh oh. Das dürfen wir nicht. Eventually, you'll understand that not everything that happens is your fault. Ja. I know I should say something. It's just... It took me so long to get into the society. I'll be damned if I quit because of one little comment. Still, if I don't speak up, who will? I swear, if it was anyone else in charge, I'd feel a little bit better about all this. I don't know. The society... Was she talking about Abraxas? Oh, kann ich nochmal? I know I should Achso, say nein, ist nur das something. Gleiche. It's just... It took me so long to get into the society. Okay, ich dachte, wir können halt mehrere anhören, aber wahrscheinlich pro Kapitel oder pro hierher kommen nicht. So. That's awesome. I should follow them for more info. Unterstützt Professor Hunter. Professor Gwen Hunter, eine der beliebtesten Professorinnen von Caledon, wurde suspendiert aus Gründen, welche die Universität nicht preisgeben will. Bitte gesellt euch zu unserer von Studenten geführten Gesprächsrunde heute Abend in Raum 201, um zu besprechen, wie wir Professor Hunter so unterstützen können, wie sie uns unterstützt. Folgt uns für weitere Updates. Also wenn man sowas hat von Studenten, dann hat man eine Menge richtig gemacht, glaube ich. Okay. Fuck. This doesn't look so great for Gwen. Gemäß den Regeln und Richtlinien der Caledon-Universität wurde Gwen Hunter vorbehaltlich weiterer Ermittlungen suspendiert. Wenden Sie sich mit jeglichen Bedenken bitte an das Studentenamt. Jeez, Caledon. Is that necessary? I wonder who took the time to censor Safi's recipe. Okay, jetzt wird's wichtig. Probably not Safi. Papas berühmte betrunkene Pfefferkuchenmänner. 7 Esslöffel ungesalzene Butter, 3/4 Tasse dunkler brauner Zucker, 2/3 Tasse Melasse, ein großes Ei, 3,5 Tassen Mehl, ein Teelöffel Backnatron, 1 Esslöffel Ingwer, viele Gewürze. Viele. Optional trink eine halbe bis 1 Flasche Brandy. Prost. Safi, Omas geheime Süßkartoffelpastete. 3 Süßkartoffeln, eine halbe Tasse Butter, 1 Tasse Zucker, 2 Teelöffel Vanille, 2 große Eier, eine halbe Tasse Milch, zusätzliche supergeheime Zutaten. Ganz sicher, keine Marshmallows. Professor Moses Murphy. I hardly know any of the faculty here. Frohe Feiertage, fröhliche Weihnachten und guten Rutsch. Genießt die Ferien. Die Kurse werden nächstes Jahr nur noch härter. Frohe Feiertage, Gwen. Glückwunsch zu einem weiteren Jahr. Bitte nutzt die Ferien, um dankbar für all das zu sein, was ihr erreicht habt und hoffentlich in Zukunft erreichen werdet. Und frohe Feiertage, Präsidentin Yasmin feiert. Come on, Lucas. That's not your quote. You dressed up a line from A Christmas Carol.
I bet he'd go ballistic if one of his students did that. Lasst uns Weihnachten in unserem Herzen ehren und es feiern. Lucas Colmenero. I'm surprised Lucas agreed to do this. Krampus auf dem Campus. Spießrutenlauf. Amüsiert euch mit uns bei Krampus auf dem Campus, wenn wir eine Feiertagstradition fortsetzen und dieses Jahr diesen Truthahn rösten. Lucas Colmenero. Falls ihr dieses Jahr nicht die gewünschte Note erhalten habt, ist das eure Chance, zuletzt zu lachen. Präsentiert von der Snapping Turtle und der Abraxas-Gesellschaft. Okay. So, die Frage ist... Was gibt es hier? Hallo, hallo, hallöchen, hallöchen. Warte mal, also hier... Ach ja, stimmt, hier waren wir noch nicht. Sorry für die lange Wartezeit. Isaac und Emily sind krank und wir hinken etwas hinterher. Hatte nicht mit so viel Andrang für die Mittagspause gerechnet. Was, 45 Minuten warten? So sehr brauche ich meinen Kaffee nicht. Oh. Ich weiß, dass es für die meisten Phänomene eine rationale Erklärung gibt, aber ich muss sagen, das, was mit meinem Teleskop passiert ist, kann ich nicht erklären. Doch nicht das riesige Teleskop, auf dessen Aufbau du dich so gefreut hast, wofür ich mich aufrichtig bereit erklärt hatte zu helfen? Genau das. Tut mir leid, Moses. Ich habe merkwürdige Berichte über Performance Art am Aussichtspunkt beim Observatorium erhalten. Dafür kann ich keinen Ruhm einheimsen, aber ich applaudiere meinen Abraxas-Kollegen für ihre Kreativität. Und ihrer Kreativität. Okay. Dann... Wait, Donner and Blitzen means thunder and lightning? Who knew Santa's reindeer were so metal? Wow. Donner und Blitzen bedeutet Thunder und Lightning. Naja, gut, also... Donner und Blitzen bedeutet halt Donner und Blitzen, naja. Ein Heavy Metal Battle of the Bands zu Weihnachten. 15. Dezember, das Rattenloch. Einlass ab 20 Uhr. Okay. Was haben wir hier? And then she didn't. Safi, bitte denk daran, die Tür abzuschließen, wenn du mit der Benotung fertig bist. Danke. Martin has an A here. I knew it. Safi would never fail this kid. Lektion 218, Poesie erweitern, Abschlussnoten. John Shoemaker, 1 minus, 2 minus, 1, 1, 3 plus, 2, 3 plus, 1 minus, 4. Die Emma ist immer scheiße, ne? Safi, vergiss nicht, die Noten online einzutragen, wenn du fertig bist. Passwort ist 1223. Endgültige Noten bis zum Ende des Semesters in Paper Tray eingeben. 1223, bringt uns das was? Nee, ne? Ich glaube, es bringt uns gar nichts. Naja. Hier kommen wir nicht rein. Das heißt... I can't imagine being this trusting. Don't they know there's snoops like me around? Oder Loretta, die direkt da dran sitzt. Naja. Gut, gehen wir in die andere Welt. Und dann auch zu Gwen, die uns abgrundtief liebt, nicht wahr? Gwen's office. Let's see what I can find out from her. Hallo Gwen, du liebst mich, nicht wahr? More music I'm not cool enough to know. The Bleed, Blue Weather. Old school. Nice. Warte, so. Nee. Mann, ich muss immer näher dran, als ich will. Also nicht näher dran, als ich will, sondern näher dran, als ich denke. Das ist gut. Ja. Ja. Okay, dann gucken wir mal. Dass Gwen auf Schallplatten steht, wirkt so offensichtlich. Warte mal. Nein. Ich kann mich nicht erinnern, dir die Erlaubnis zum Wühlen in meinen Sachen gegeben zu haben, Caulfield. Klassische Max geht immer noch in die Zimmer von Leuten, ohne zu fragen. Hey. Ich bin mir sicher, dass er meine schon lesen kann. Oh, das wissen wir, Reggie. Mann, Diamond, hör auf, wirklich. Ich hasse Leute, die immer nur was Negatives kommentieren. Wirklich, da postet jemand was und dann kommen Leute, und um nur Negativität abzuladen. Wenn du
Win nicht magst, dann schreib doch nicht. Ist dir deine Zeit nicht zu schade dafür? Wirklich dieses Rauspupsen von Negativität immer. Die haben es so gut umgesetzt. Wirklich, ich sehe gerade X vor mir. It's alive. Naja. It's alive. Okay. A black rose? Pretty morose. Ich mag schwarze Rosen. Happy holidays to my favorite prof. I don't think a happy holidays is in the cards. It takes me ages to comment on one student photo. I can't imagine having to grade exams. Gut, aber Fotos sind auch irgendwie ein bisschen was anderes. Also das ist so viel Subjektivität da drin. Okay, die Pflanze lebt. I hope somebody is coming in to water you guys. Preferably someone who doesn't have to break in through an alternate dimension. Ich würde die gern wässern. So they took her computer. Probably going through it right now. Wow. Tossing Gwen out screwed everybody over. Ey, wer macht denn bitte umgedrehte Dreier als kleine E's? Als große E's, okay, da hatte ich auch meine Zeit. Aber als kleine? Können wir die einem Lehrerassistenten überlassen? Sorry, wegen der zusätzlichen Arbeit. Livia. Will Gwen be allowed to come back for these? Ja, auf jeden Fall. Dr. Hunter, heute Morgen habe ich versucht, das Studentenamt anzurufen und zu erfahren, warum all ihre Kurse für den Rest des Semesters abgesagt wurden. Mir wurde deutlich gemacht, dass es mich nichts angeht. Dann habe ich versucht, die Präsidentin anzurufen. Sie ist nicht mal drangegangen. Dann habe ich Hausmeister Reyes gefragt und er meinte, er habe gesehen, wie sie vom Sicherheitsdienst entfernt wurden und dass sie wegen Verdacht des Drogenverkaufs an Studenten suspendiert wurden. Ich werde sie nicht beleidigen, indem ich frage, ob sie schuldig sind. Ich wünsche ihnen einfach das Beste und möchte ihnen sagen, dass sie die beste Lehrerin sind, die ich je hatte. Mein Studentenvisum gilt nur noch für ein Semester, aber falls es irgendetwas gibt, das ich für sie tun kann oder falls sie mal nach Bangkok kommen sollten, melden Sie sich bitte. Tan Somchai. Dr. Hunter, das ist so ein Scheiß, Sie sind super. Ich bin besoffen. Alles Gute zum Geburtstag. Ich entschuldige mich für das Briefpapier und ich hatte nichts anderes zur Hand. Achso, das ist nicht... Okay. Ich glaube, ich spreche für uns alle, wenn ich sage, dass dies nicht akzeptabel ist und dass du bei der Anhörung nächste Woche auf andere Unterstützung zählen kannst. Falls du einen Anwalt brauchst, kann ich dir einen empfehlen. Wir werden dagegen ankämpfen, Gwen. Wir reden mit Zeitung, wenn es sein muss. Caledon, Literaturabteilung. Du wirst gerecht werden. Oh mein Gott, die Creeps, ey. Aber süß, ich mein's ja gut. Okay, dann auf zu Gwen. Stefani. Haha, Entschuldigung. Bitte hass mich nicht mehr. Is that Safi's book? Hey, Gwen. Max. No conversations for you to conveniently overhear this time. Sorry to disappoint. Actually, I need to talk to you about Safi. No reason to beat around the bush. I know you got Safi's book deal canceled. Shit. What I don't understand is why. You really have a knack for learning shit you're not supposed to know, you know that? So I've been told. Well then. No use fighting the inevitable. What do you want to know? Alles. Ja, warum hast du Safi das angetan? Obwohl... Nee, machen wir einfach. That book meant the world to Safi. You had to know that losing it would break her heart. Of course I did. I busted my ass to help Safi get that deal in the first place. Introduced her to my agent, my publisher, lobbied for her. I don't regret it. That book was good.
This keeps getting weirder and weirder. Und jetzt will ich wissen, wie du sie überzeugt hast, weil es muss ja einen Grund geben. So, what did you tell the publisher that made them nix the deal? I told them there was incendiary content in the book. Which was true. It would have harmed a lot of people. Safi included. Okay, und was? Safi's book was incendiary? How? What was it about? You really don't have an off switch, do you? How much did Safi tell you about Maya Okada? Gwen's bringing up Maya? Time to pay attention. Ich sag nur ein wenig, damit sie weiß, dass ich etwas weiß, damit sie mir die Wahrheit erzählt. Not a lot. I know they were friends. Understatement of the year. The two of them were like the creepy twins in The Shining. You never saw one without the other. And that Vin Lang kid used to follow the two of them around like a lost puppy. But then Maya took her own life. And that's what Safi wrote about in her book? Maya's death and everything around it. Her anger at her mom for even thinking of Caledon when she'd just lost a soulmate. Ultimately, I realized it wasn't worth putting Yasmin and Safi through all that again. I made a call. I don't know if it was the right one, but it's one I made. Sounds like Yasmin can tell me more about Maya. I'll have to be tactful. Ja, komm, fragen wir trotzdem. Let me get this straight. You helped Safi get the deal, and then you killed it? If it had to be done, it made sense for me to do it. You know, I brought you into this world, etc. One last thing. Is that Safi's manuscript? Oh, part of it. Why? Can I read it? No. That's where I draw the line. I don't trust you not to dig up old graves. Jesus. I've spilled too much already. Let's call this conversation over. Huh? Shit. Now I'm even more convinced there's something important in that manuscript. Oh. How do I get my hands on a copy? Ich finde übrigens, also Gwen ist der beste Trans-Charakter, der je geschrieben wurde, weil sie einfach Gwen ist. Und der Charakter nicht geschrieben wurde, nur um halt trans zu sein, sondern dass es einfach nur ein Punkt an Gwen ist. Und genau solche Charaktere wünsche ich mir. Wirklich, ich liebe Gwen, auch wenn sie mich hasst. Aber es ist okay. Es ist okay. Ich tue alles nur dafür, dass sie, also nicht alles, aber also alles, was sie an mir gehasst hat, habe ich eigentlich nur dafür getan, um Gutes zu tun. Okay, dann gucken wir mal. If I'm lucky, maybe this Gwen left Safi's manuscript behind. Gotcha. Jetzt bin ich gespannt. All die Töchter, über die wir nicht reden, Safi feiert. Reading Safi's manuscript after all this feels like, I don't know, being hit by a tidal wave. 1.000.000 Meilen unter meinen Füßen liegt sie still, immer noch in ihrer Sonntagskleidung. Wir töteten sie mit unseren eigenen Händen oder unseren fehlenden Händen. Ich tötete sie mit meiner Stimme oder meiner fehlenden Stimme.
Mayas Buch war wie ein Kind oder ein Tumor oder eine erwachsene Bestie in ihr. Auf der ersten Seite schrieb sie, dass sie ertrinkt, und als sie es beendete, war sie ertrunken. Gesetze der Physik. Die Ertrunkenen kommen immer an die Oberfläche. Was nicht ausgesprochen wird, existiert trotzdem. Du kannst sie in Stücke hacken und ihre Teile verkaufen, aber ihre Geister bleiben, ganz. Sie schweben dort in der Ecke meiner Küche, mit dem vertrauten Blick. Der Blick, der sagt, trenn den Einband auf, lass die Seiten fallen, federleicht wie Vögel, die abgeschossen wurden. Der Blick, der sagt, nimm ihm alles, was er hat und mehr. Okay. Whatever happened with Maya was explosive. Let's see what Yasmin has to say about her. Ich finde gut, dass sie uns den Rücken kehrt, sonst würde sie sehen, dass wir verschwinden. It behind you, Max? Okay, die Frage ist jetzt, kommen wir in der Lebendwelt jetzt da rein? Das ist ein Foto und das wartet auf uns. Es kann natürlich sein, dass wir erst später dahin kommen. Oh. Sorry, Yasmin, but I'll need to interrupt your downtime with some questions. Ja, ich glaube, wir müssen noch warten. Ich würde da gerne rein. Ich kann ja wahrscheinlich, also... immer noch nicht, schade. Schade, schade, Schokolade. Dann reden wir erstmal mit ihr. So. Okay, time for a delicate conversation. Das wird schon. Hi, Yasmin. Maxine, how are you? I was worried after your nosebleed yesterday. Like I said, I get those all the time. Still, be careful. Small symptoms can be signs of larger problems. A toothache can mean a heart attack. I'm gonna try not to think about that too hard. I was hoping we could talk. Come, sit. Ja, wir fangen an. Wir fangen locker an. Wird Gwen gefeuert? I heard about what happened to Dr. Hunter. Yes. Would you really fire her? That depends on the findings of the committee. It's out of my hands now. You look like you've won the day. Coffee's that good? Our ratings are. Caledon is once again one of the top universities in the country. The coffee is just so-so. Have you seen Safi today? No. We're meeting later this afternoon. I can tell her you were looking for her. Did Safi tell you her book deal was canceled? What? No. How was she when she found out? Not sure, but I bet she was devastated. Oh, Safia. I'll be sure to talk to her about this. I wanted to ask you about something. Have you heard of a student named Maya Okada? Of course. She took her own life. 4 years ago. A horrible tragedy. I think Safi's book was canceled because it was about Maya. Impossible. Safia didn't even know Maya. Did Yasmin just lie to me?
Do I call her out? She'll be pissed, but I can cut straight to the point. Or should I go along with it and see what narrative she's trying to spin? Ich werde mitspielen. Ich werde mitspielen, weil es sich mit ihr zu verscherzen, wird meine komplette Ermittlung, nenne ich es mal, schwerer machen. Deswegen spiele ich erstmal mit. Of course. I don't know why I thought they knew each other. It's just... What? Es gibt da ein Gerücht über Maya. There's this rumor that something happened with Maya before she died. I don't want to speak ill of the dead, but Ms. Okada appears to have caused herself a great deal of pain. So, she had a bad reputation. No wonder you didn't want her and Safi associated with each other. Exactly. Strange. I really thought Vin's statement closed the matter. Shady cow skull throwing Vin is involved? Enough ancient history. I have a favor to ask. Safi has been distant lately. Could you keep an eye on her for me? Warum ich? Are you sure that I'm the best person to... Yes. Because she trusts you. And I trust you. Yeah. Sure. I'll look out for her. Thank you, Maxine. Oh, the time. Let's do lunch again. Somewhere with more atmosphere than the other place. That was odd. What did she mean by Vin's statement? Maybe I'd better talk to Vin myself. Ja. Let's go flirten. Hey Moses, tut mir leid zu stören, aber ich habe eine Frage zu Vin Lang und Maya Okada. Natürlich, was geht? Wir tippen. Ich brauche ein bisschen. Weißt du, ob Vin nach Mayas Tod eine Stellungnahme veröffentlicht hat? Ich habe es damals nicht gesehen, weil ich noch nicht in Caledon war, aber Safi hat es mir mal gezeigt. Warte kurz. Er hat gesagt, Maya war eine unglaublich talentierte Schriftstellerin, doch sie hatte auch psychische Probleme. Wir versuchten, ihr die nötige Hilfe zukommen zu lassen, doch das hat nicht geholfen. Wenn wir gewusst hätten, wie schlimm es war, hätten wir mehr getan. Hilft das weiter? Das tut es. Moses, du bist ein Schatz. Okay, warte, hier ist noch irgendwas, was ich ignoriert habe. Möge mein Name auf ewig in den Annalen von Caledon eingehen. Ich habe dem Mann, den niemand erwischt, erfolgreich einen Streich gespielt. Moses Murphy. Ah, das war das mit dem Popcorn. Ah ja. Ah ja, ja, ja. Moses meinte Dr. Gwen... Achso, ja genau. Gwen hat bestätigt, dass Maya Okada Safi sehr nahe stand und dass sie sich das Leben genommen hat. Aber an dieser Geschichte ist mehr dran. Oh nein, das ist so schwierig, sich irgendwie alles zu merken. Es wäre gut, wenn das irgendwie hervorgehoben wäre, was das Neue ist. Laut Moses SMS hieß es in Vins Stellungnahme, der Grund für Mayas Tod seien psychische Probleme. Warum also die ganze Geheimnistuerei? Maya Okada. Wie viel genau weiß Yasmin über die Situation mit Maya Okada? Gwen deutete an, dass Yasmin in die Folgen von Mayas Tod involviert war. Ich sollte mich mit der Chefin unterhalten. Yasmin hat glatt gelogen, was Safis Bekanntschaft mit Maya angeht. Hier geht etwas vor sich.